Hallo und willkommen zu unserem Deutsch-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das fast wie Magie klingt und das unglaublich viele Menschen interessiert. Ich stelle dir direkt am Anfang eine Frage. Kann man wirklich Deutsch im Schlaf lernen? Im Schlaf? Also einfach schlafen und am nächsten Morgen besser Deutsch sprechen? Das klingt ehrlich gesagt zu gut, um wahr zu sein. Genau das denken viele. Und vielleicht hast du das auch schon einmal gehört oder sogar ausprobiert. Einfach ein Audio laufen lassen, einschlafen und hoffen, dass dein Deutsch automatisch besser wird. Ja, ich habe das wirklich schon überlegt. Und jetzt kommt die ehrliche Antwort. Nein, du kannst nicht direkt im Schlaf Deutsch lernen. Okay. Das ist erstmal ein bisschen enttäuschend. Ja, vielleicht. Aber jetzt kommt der Teil, der viel spannender ist. Denn auch wenn du nicht im Schlaf lernst, gibt es etwas, das fast noch stärker ist. Jetzt bin ich neugierig. Die wichtigsten Momente sind nicht der Schlaf selbst, sondern die Minuten direkt davor und direkt danach. Also vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen? Genau. Das sind die Momente, in denen dein Gehirn besonders aufnahmefähig ist. Am Abend speicherst du Informationen. In der Nacht verarbeitet dein Gehirn sie. Und am Morgen kannst du sie sofort wieder aktivieren. Das klingt fast wie ein System. Es ist ein System und wenn du es richtig nutzt, kannst du dein Deutsch viel schneller verbessern, ganz ohne komplizierte Methoden. Die meisten machen genau hier einen Fehler. Sie suchen nach einem Trick für den Schlaf, aber sie ignorieren die stärksten Momente rund um den Schlaf. Also, Sie schauen an der falschen Stelle. Genau. Und genau das ändern wir heute. In dieser Folge zeige ich dir, was wirklich funktioniert, was du vor dem Schlaf machen solltest, was du optional währenddessen tun kannst und was du am Morgen machen musst, damit dein Lernen wirklich wirkt. Also konkrete Schritte, die man sofort umsetzen kann. Genau, keine Theorie, keine Magie, sondern einfache Routinen, die jeder machen kann. Bevor wir starten, noch eine kurze Sache. Wir haben unser erstes Buch geschrieben. Es geht um kurze, spannende Geschichten aus dem Alltag. Genau wie hier lernst du dort, wie Menschen wirklich sprechen. Einfach, klar und natürlich. Du kannst diese Geschichten perfekt für die Abend- und Morgenroutine nutzen. Den Link findest du in den Kommentaren. Und jetzt starten wir. Denn heute geht es nicht um die Frage, ob du im Schlaf lernen kannst, sondern darum, wie du deinen Schlaf nutzt, um wirklich besser Deutsch zu werden. Ich bin gespannt. Perfekt. Dann gehen wir ins erste Kapitel. Lass uns direkt mit der wichtigsten Frage starten. Kannst du wirklich im Schlaf Deutsch lernen? Die klare Antwort ist nein. Du kannst im Schlaf keine neuen Wörter bewusst lernen. Du kannst keine Grammatik verstehen und keine neuen Sätze aktiv aufnehmen. Also bringt es doch nichts, einfach ein Audio laufen zu lassen und zu schlafen. Genau. Dein Gehirn ist im Schlaf nicht in einem Zustand, in dem es aktiv neue Informationen verarbeitet wie am Tag. Du hörst vielleicht Geräusche, aber du verstehst sie nicht bewusst. Es ist kein echtes Lernen. Das ist eigentlich logisch, aber viele glauben trotzdem daran. Ja, weil es sich wie eine Abkürzung anhört. Kein Stress, kein Lernen, einfach schlafen und besser werden. Aber so funktioniert Sprache nicht. Sprache braucht Aufmerksamkeit. Du musst hören, verstehen, reagieren. Und das passiert nur, wenn du wach bist. Okay, also Mythos zerstört. Fast. Denn jetzt kommt der wichtige Teil. Auch wenn du im Schlaf nicht aktiv lernst, passiert trotzdem etwas sehr Wertvolles. Jetzt wird es spannend. Dein Gehirn arbeitet weiter. Während du schläfst,
verarbeitet dein Gehirn alles, was du am Tag gelernt hast. Es sortiert Informationen, verbindet sie und speichert sie. Also doch eine Art Lernen? Ja, aber indirekt. Stell dir vor, du trainierst im Fitnessstudio. Du gehst nach Hause und schläfst. Deine Muskeln wachsen nicht während des Trainings, sie wachsen während der Erholung. Das heißt, der Schlaf ist ein Teil des Trainings. Genau. Und beim Lernen ist es genauso. Du lernst am Tag. Du hörst Deutsch, du sprichst, du liest. Und in der Nacht verarbeitet dein Gehirn diese Informationen. Es entscheidet, was wichtig ist. Es stärkt Verbindungen. Es macht dich am nächsten Tag ein kleines Stück besser. Das bedeutet, ohne Lernen am Tag bringt der Schlaf nichts. Genau. Wenn du deinem Gehirn keinen Input gibst, hat es nichts zu verarbeiten. Dann passiert auch nichts. Viele machen genau diesen Fehler. Sie denken, sie können das Lernen überspringen und nur den Schlaf nutzen. Aber das funktioniert nicht. Also ist der Schlaf wie ein Verstärker. Perfekt gesagt. Der Schlaf verstärkt das, was du vorher gemacht hast. Wenn du gut lernst, wird dein Fortschritt stärker. Wenn du nichts machst, bleibt auch nichts. Und hier kommt ein ganz wichtiger Gedanke. Dein Ziel ist nicht, im Schlaf zu lernen. Dein Ziel ist, deinen Schlaf richtig zu nutzen. Das ist ein großer Unterschied. Genau. Und wenn du das verstehst, ändert sich deine Strategie komplett. Du fragst dich nicht mehr, wie du im Schlaf lernst. Du fragst dich, was du vor dem Schlaf machst und was danach passiert. Also Vorbereitung ist der Schlüssel. Genau. Was du deinem Gehirn am Abend gibst, arbeitet es in der Nacht weiter. Und genau hier kannst du ansetzen. Deshalb sage ich immer, Lernen passiert nicht nur, wenn du aktiv lernst. Lernen passiert auch danach, in der Ruhe, im Schlaf. Das motiviert mich irgendwie mehr. Sehr gut, denn jetzt weißt du, dass jede kleine Lerneinheit wichtig ist, auch wenn sie kurz ist. Dein Gehirn nimmt sie mit in die Nacht. Und im nächsten Kapitel schauen wir uns genau an, wie du diesen Effekt nutzen kannst, was du am Abend tun kannst, damit dein Gehirn in der Nacht optimal arbeitet. Darauf bin ich gespannt. Perfekt, dann gehen wir weiter. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil dieser Folge. Wenn du wirklich verstehen willst, wie du Deutsch mit deinem Schlaf verbessern kannst, dann ist das hier der Schlüssel. Nicht der Schlaf selbst, sondern das, was du direkt davor machst. Also der Moment vor dem Einschlafen? Genau. Die letzten Minuten vor dem Schlaf sind extrem wichtig. Dein Gehirn ist ruhiger, weniger abgelenkt und genau diese Informationen nimmt es mit in die Nacht. Das heißt, was ich da lerne, bleibt besser im Kopf? Genau. Dein Gehirn verarbeitet besonders stark das, was kurz vor dem Schlaf passiert. Es ist, als würdest du sagen, das ist wichtig, bitte speichern. Das klingt eigentlich ziemlich einfach. Ist es auch. Aber viele nutzen das nicht. Sie schauen Videos, sind am Handy oder denken an 1000 Dinge. Und genau da liegt das Problem. Du kannst diese Zeit bewusst nutzen. Und du brauchst dafür nicht viel Zeit. Ein paar Minuten reichen schon. Okay, was soll ich genau machen? Ich gebe dir eine ganz einfache Routine. Du kannst sie jeden Abend machen. Sie dauert nur ein paar Minuten, aber sie hat einen großen Effekt. Schritt 1. Nimm dir ein paar einfache Sätze, wirklich einfache Sätze. Zum Beispiel, ich lerne Deutsch. Ich habe heute viel gemacht, morgen arbeite ich wieder. Also nichts Kompliziertes. Genau, einfach, klar und verständlich. Jetzt kommt der wichtige Teil. Du sprichst diese Sätze laut.
Laut sprechen? Ja, dein Mund muss arbeiten. Dein Gehirn hört dich. Du verbindest Bewegung und Klang. Das ist viel stärker als nur Lesen. Okay, ich probiere es. Ich lerne Deutsch. Ich habe heute viel gemacht. Morgen arbeite ich wieder. Sehr gut, jetzt wiederhol das noch einmal. Ich lerne Deutsch. Ich habe heute viel gemacht. Morgen arbeite ich wieder. Perfekt. Und genau diese Wiederholung ist wichtig. Dein Gehirn merkt sich den Rhythmus, die Struktur und die Wörter. Schritt 2. Du kannst ein kurzes Audio hören, nicht etwas Kompliziertes, etwas, das du schon verstehst. Also kein neues Material? Genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Abends lernst du nichts komplett Neues. Du wiederholst, was du kennst. Dein Gehirn liebt Wiederholung. Und genau das verstärkt den Lerneffekt im Schlaf. Das macht Sinn. Schritt 3. Du kannst kurz laut lesen, vielleicht einen kleinen Dialog, 2 oder 3 Sätze. Zum Beispiel: Hallo, wie geht es dir? Mir geht es gut. Was machst du morgen? Hallo, wie geht es dir? Mir geht es gut. Was machst du morgen? Sehr gut. Du siehst, es geht nicht um Länge, es geht um Fokus. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Du machst das ruhig, ohne Stress, ohne Druck. Also nicht wie ein Test. Genau. Dein Gehirn soll entspannt sein, denn Entspannung hilft beim Speichern. Ich gebe dir eine komplette kleine Routine, die du jeden Abend machen kannst. Erstens: Du sprichst ein paar einfache Sätze laut. Zweitens: Du wiederholst sie 2 oder 3 Mal. Drittens: Du hörst ein kurzes Audio. Viertens: Du liest ein paar Sätze laut. Das klingt wirklich machbar. Genau. Das Ganze dauert nur wenige Minuten, aber es hat einen starken Effekt, weil dein Gehirn diese Informationen direkt in die Nacht mitnimmt. Stell dir vor, du pflanzt einen Samen am Abend und in der Nacht wächst er. Das ist ein schönes Bild. Und genau so funktioniert es. Du gibst deinem Gehirn etwas Kleines, aber Klareres und es arbeitet damit weiter. Ich habe das Gefühl, ich kann das wirklich jeden Tag machen. Genau das ist das Ziel. Kein großes Lernen, keine komplizierten Übungen, kleine, klare Wiederholungen. Noch ein Tipp: Versuch immer, die Sätze ein bisschen flüssiger zu sagen. Nicht ich lerne Deutsch, sondern ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Sehr gut, noch einmal. Ich lerne Deutsch. Perfekt. Dein Mund gewöhnt sich daran und dein Gehirn speichert genau diesen Fluss. Und jetzt stell dir vor, du machst das jeden Abend. Dein Gehirn bekommt jeden Abend klare Signale und jede Nacht arbeitet es daran weiter. Das fühlt sich plötzlich viel einfacher an als gedacht. Genau. Viele suchen komplizierte Methoden, aber oft sind es diese kleinen Dinge, die den größten Unterschied machen. Und genau deshalb ist dieser Moment vor dem Schlaf so wertvoll. Nicht, weil du im Schlaf lernst, sondern weil du dein Gehirn perfekt vorbereitest. Ich werde das heute ausprobieren. Sehr gut. Und das ist der wichtigste Schritt. Nicht nur verstehen, sondern machen. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, was du direkt nach dem Aufwachen tun kannst. Denn auch dieser Moment ist extrem wichtig für dein Lernen. Ich bin gespannt. Perfekt. Dann gehen wir weiter. Jetzt kommen wir zu der Frage, die sich viele stellen. Kann ich einfach ein Audio laufen lassen und im Schlaf Deutsch lernen? Genau das wollte ich die ganze Zeit wissen. Die ehrliche Antwort ist wieder zweigeteilt. Ja, es kann helfen, aber nicht so, wie viele denken. Also kein Wundertrick. Genau. Es ist kein Zauber. Du wirst nicht schlafen und plötzlich perfekt Deutsch sprechen, aber du kannst diesen Moment trotzdem sinnvoll nutzen.
Wenn du im Schlaf ein Audio hörst, passiert Folgendes. Dein Gehirn nimmt Geräusche wahr, aber es verarbeitet sie nicht bewusst. Du lernst nichts Neues aktiv. Also keine neuen Wörter, keine Grammatik. Genau. Aber dein Gehirn kann bekannte Dinge wieder erkennen. Und genau das ist der wichtige Punkt. Wenn du etwas hörst, das du schon kennst, kann dein Gehirn diese Informationen verstärken. Es ist wie eine leise Wiederholung im Hintergrund. Also eher ein Echo von dem, was ich schon gelernt habe. Perfekt gesagt. Ein Echo, eine Verstärkung. Kein neues Lernen, sondern eine Unterstützung. Stell dir vor, du hast am Abend ein paar Sätze gelernt. Du hast sie gesprochen, gehört und verstanden. Und dann hörst du ähnliche Sätze leise im Schlaf. Dein Gehirn erkennt die Struktur, es kennt die Wörter und es stärkt diese Verbindungen ein kleines bisschen. Das klingt sinnvoll. Ja, aber nur unter einer Bedingung. Der Inhalt muss einfach und bekannt sein. Also keine komplizierten Podcasts. Genau. Keine neuen Themen, keine schwierigen Erklärungen, nur Dinge, die du schon verstehst. Zum Beispiel einfache Dialoge, langsame Sätze, klare Sprache. So etwas wie ich gehe nach Hause, ich arbeite morgen. Perfekt, genau so. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt, die Lautstärke. Ich denke, viele machen es zu laut. Genau. Und das ist ein Problem. Wenn das Audio zu laut ist, stört es deinen Schlaf. Und schlechter Schlaf zerstört deinen Lernerfolg. Also Schlaf ist wichtiger als das Audio. Immer. Dein Gehirn braucht guten Schlaf, um zu lernen. Wenn du deinen Schlaf störst, verlierst du mehr, als du gewinnst. Deshalb muss das Audio sehr leise sein. Fast wie Hintergrundgeräusch. Du solltest es kaum bewusst hören. Also eher wie eine ruhige Atmosphäre. Genau, ruhig, gleichmäßig, ohne Stress. Und noch ein wichtiger Punkt, nicht die ganze Nacht. Wirklich? Ja, es reicht oft, wenn es am Anfang läuft, während du einschläfst. Danach kann es auch ausgehen. Dein Gehirn braucht auch Ruhephasen ohne Reize. Das hätte ich nicht gedacht. Viele denken, mehr ist besser. Aber beim Lernen ist das nicht so. Qualität ist wichtiger als Menge. Ich fasse es dir kurz zusammen. Audio im Schlaf kann helfen, wenn es leise ist, einfach ist und Inhalte wiederholt, die du schon kennst. Es hilft nicht, neue Dinge zu lernen. Es ersetzt kein aktives Lernen. Es ist nur eine kleine Unterstützung. Also eher ein Bonus. Genau, ein Bonus, kein Hauptteil. Und wenn du es nutzen willst, dann kombiniere es mit dem, was wir vorher gesagt haben. Lerne aktiv am Abend, wiederhole Sätze, sprich laut. Und wenn du dann noch ein leises Audio im Hintergrund hast, kann es diesen Effekt ein bisschen verstärken. Das fühlt sich jetzt viel realistischer an. Genau das ist das Ziel. Keine falschen Erwartungen, sondern klare, einfache Strategien, die wirklich funktionieren. Denn am Ende geht es nicht darum, Tricks zu finden. Es geht darum, dein Lernen smart zu gestalten. Und den Schlaf richtig zu nutzen. Genau. Schlaf ist kein Lerntrick. Schlaf ist ein Teil deines Lernsystems. Und im nächsten Kapitel schauen wir uns den nächsten wichtigen Moment an. Den Morgen. Denn auch direkt nach dem Aufwachen kannst du viel für dein Deutsch tun. Ich bin gespannt. Perfekt. Dann gehen wir weiter. Jetzt kommen wir zu einem Moment, den viele komplett unterschätzen. Den Morgen. Direkt nach dem Aufstehen. Ich denke da ehrlich gesagt gar nicht ans Lernen. Genau das ist das Problem. Viele nutzen diesen Moment nicht, obwohl er extrem wertvoll ist. Dein Gehirn ist am Morgen frisch. Es ist noch ruhig, noch nicht voll mit neuen Informationen, Stress oder Ablenkung. Also wie ein leerer Raum. Genau.
Und noch etwas Wichtiges: Alles, was du am Abend gelernt hast und in der Nacht verarbeitet wurde, ist noch aktiv. Also die Verbindungen sind noch da? Genau. Stell dir vor, du hast am Abend ein paar Sätze gelernt, in der Nacht hat dein Gehirn daran gearbeitet und am Morgen sind diese Verbindungen noch warm. Warm ist ein gutes Bild. Ja, und genau jetzt kannst du sie aktivieren. Wenn du diesen Moment nutzt, verstärkst du dein Lernen enorm. Und wie mache ich das konkret? Ganz einfach. Du machst fast das Gleiche wie am Abend. Du wiederholst die Sätze. Die gleichen Sätze. Genau. Das ist der Trick. Du brauchst nichts Neues. Du nimmst genau das, was du am Abend gemacht hast. Zum Beispiel: Ich lerne Deutsch. Ich habe heute viel zu tun. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Ich lerne Deutsch. Ich habe heute viel zu tun. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Sehr gut. Und jetzt wiederhol das noch einmal. Ich lerne Deutsch. Ich habe heute viel zu tun. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Perfekt. Merkst du etwas? Es geht schneller. Ich muss weniger nachdenken. Genau. Dein Gehirn kennt die Sätze schon. Es hat sie verarbeitet. Und jetzt kann dein Mund sie leichter produzieren. Das ist der Morgeneffekt. Das fühlt sich wirklich anders an. Genau. Und deshalb ist dieser Moment so stark. Du verbindest das Lernen vom Abend mit dem neuen Tag. Ich gebe dir eine einfache Struktur. Abend, Nacht, Morgen. Am Abend lernst du, du sprichst, du wiederholst. Du gibst deinem Gehirn Input. In der Nacht verarbeitet dein Gehirn diese Informationen. Es stärkt Verbindungen. Und am Morgen aktivierst du alles wieder. Du sprichst die Sätze noch einmal. Das ist wie ein kompletter Kreislauf. Genau. Ein Lernzyklus. Und wenn du diesen Zyklus regelmäßig nutzt, wirst du viel schneller Fortschritte machen. Und das Beste ist, es dauert nicht lange. Wie lange ungefähr? Nur ein paar Minuten. 2 bis 5 Minuten reichen schon. Das kann wirklich jeder machen. Genau. Kein Stress, keine große Planung. Nur kleine, klare Schritte. Und noch ein wichtiger Punkt. Sprich laut. Wieder der Mund. Immer der Mund. Dein Gehirn und dein Mund müssen zusammenarbeiten. Wenn du nur im Kopf wiederholst, ist der Effekt viel schwächer. Also wirklich sprechen. Genau. Auch wenn du müde bist, auch wenn es sich komisch anfühlt. Sag die Sätze laut, wiederhole sie. Fühl den Rhythmus. Ich glaube, das kann ich in meine Morgenroutine einbauen. Perfekt. Vielleicht direkt nach dem Aufstehen. Oder beim Zähneputzen. Oder beim Frühstück. Es muss nicht perfekt sein, es muss nur regelmäßig sein. Das nimmt viel Druck. Genau. Und das ist der wichtigste Punkt. Kleine Schritte, aber jeden Tag. Wenn du das machst, nutzt du den Abend, die Nacht und den Morgen optimal. Das fühlt sich wie ein System an. Genau. Und genau das ist es. Kein Trick, kein Geheimnis, sondern ein klares System, das funktioniert. Und im nächsten Kapitel fassen wir alles zusammen und geben dir eine einfache Strategie, die du sofort umsetzen kannst. Ich freue mich drauf. Perfekt, dann gehen wir weiter. Jetzt setzen wir alles zusammen. Kein Mythos mehr, keine komplizierten Ideen. Nur ein klares, einfaches System, das du jeden Tag nutzen kannst. Genau das brauche ich. Perfekt. Stell dir deinen Lernprozess wie einen kleinen Kreislauf vor. Abend, Nacht und Morgen. 3 Schritte, die zusammenarbeiten. Schritt 1 ist der Abend. Das ist dein aktiver Teil. Hier gibst du deinem Gehirn den Input. Also sprechen und wiederholen. Genau. Du nimmst ein paar einfache Sätze. Wirklich einfache. Du sprichst sie laut. Du wiederholst sie ein paar Mal. Vielleicht liest du noch kurz etwas oder hörst ein kleines Audio.
Wichtig ist, dass du es bewusst machst, nicht nebenbei. Kurz, aber fokussiert. Also lieber kurz und klar als lang und chaotisch. Genau. Dein Ziel ist nicht viel. Dein Ziel ist klar. Schritt 2 ist die Nacht. Hier machst du nichts aktiv. Endlich einfach schlafen. Genau. Dein Gehirn übernimmt jetzt die Arbeit. Es verarbeitet das, was du am Abend gemacht hast. Es stärkt Verbindungen. Es sortiert Informationen. Du musst nichts tun. Du musst nur gut schlafen. Und das Audio? Optional. Du kannst ein leises Audio laufen lassen, wenn du willst. Aber nur mit bekannten Inhalten und wirklich leise. Und ganz wichtig, es darf deinen Schlaf nicht stören. Also eher Bonus. Genau, kein Muss, nur Unterstützung. Schritt 3 ist der Morgen. Jetzt kommt die Aktivierung. Also widersprechen. Genau. Du nimmst die gleichen Sätze wie am Abend, du sprichst sie laut, du wiederholst sie. Dein Gehirn erkennt sie sofort. Es hat sie in der Nacht verarbeitet. Und jetzt werden sie stärker. Das fühlt sich wie ein kompletter Kreis an. Perfekt. Das ist genau das Bild. Ein Kreislauf. Abend gibst du Input, Nacht verarbeitet, morgen aktivierst du. Und jetzt kommt das Wichtigste. Diese Routine muss einfach sein. Sonst macht man sie nicht. Genau. Kein Stress, kein Perfektionismus. Ein paar Minuten am Abend, ein paar Minuten am Morgen. Das reicht völlig. Das kann ich wirklich machen. Genau das will ich hören. Viele denken, sie brauchen Stunden zum Lernen. Aber oft sind es diese kleinen, regelmäßigen Schritte, die den größten Unterschied machen. Und noch ein wichtiger Punkt. Bleib bei einfachen Inhalten. Nicht zu schwer. Genau. Dein Gehirn soll verstehen, nicht kämpfen. Wenn du verstehst, kann dein Gehirn im Schlaf besser arbeiten. Das macht Sinn. Und jetzt stell dir vor, du machst das jeden Tag. Kleine Wiederholungen am Abend, gute Verarbeitung in der Nacht, Aktivierung am Morgen. Dein Deutsch wird Schritt für Schritt stärker, ohne Stress, ohne Druck. Das fühlt sich viel entspannter an als normales Lernen. Genau. Und das ist der Schlüssel. Lernen muss nicht schwer sein. Es muss smart sein. Und diese Mini-Routine ist genau das. Einfach, klar und effektiv. Ich werde heute damit anfangen. Perfekt. Genau so entsteht Fortschritt. Nicht durch große Pläne, sondern durch kleine, konstante Schritte. Und im letzten Teil machen wir noch eine kurze Zusammenfassung und geben dir eine klare Aufgabe für heute. Ich bin bereit. Sehr gut, dann gehen wir zum Abschluss. Gut, dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen und ich möchte alles noch einmal ganz klar und einfach für dich zusammenfassen. Denn heute ging es um ein Thema, das viele falsch verstehen. Die wichtigste Erkenntnis zuerst. Du kannst nicht direkt im Schlaf Deutsch lernen. Dein Gehirn ist nicht aktiv genug, um neue Dinge bewusst zu verstehen. Also kein Lernen im Schlaf, wie viele denken. Genau. Aber das bedeutet nicht, dass Schlaf unwichtig ist. Ganz im Gegenteil. Schlaf ist ein extrem wichtiger Teil deines Lernprozesses. Dein Gehirn arbeitet in der Nacht weiter. Es verarbeitet, was du gelernt hast. Es stärkt Verbindungen. Es macht dein Wissen stabiler. Also der Schlaf verstärkt das Lernen. Perfekt. Genau das ist der Punkt. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Der Schlüssel liegt nicht im Schlaf selbst, sondern in dem, was du davor und danach machst. Am Abend gibst du deinem Gehirn den Input. Du sprichst, du wiederholst, du hörst einfache Dinge. In der Nacht verarbeitet dein Gehirn alles. Und am Morgen aktivierst du es wieder. Du sprichst die gleichen Sätze noch einmal. Das ist dieser Kreislauf. Genau. Abend, Nacht, Morgen.
Ein einfacher, aber sehr effektiver Lernzyklus. Noch etwas ganz Wichtiges. Wiederholung ist der Schlüssel. Also nicht immer neue Dinge. Genau. Viele machen den Fehler und wollen jeden Tag etwas komplett Neues lernen. Aber dein Gehirn braucht Wiederholung, um stark zu werden. Wenn du die gleichen Sätze mehrmals hörst und sprichst, werden sie ein Teil von dir. Das nimmt viel Druck. Genau. Und das bringt uns zu einem ganz wichtigen Gedanken. Du brauchst keine Magie. Du brauchst keine geheimen Tricks. Du brauchst nur eine einfache Routine. Das klingt gut. Kleine Schritte, jeden Tag, ohne Stress. Jetzt gebe ich dir eine ganz konkrete Aufgabe. Etwas, das du direkt heute machen kannst. Nimm dir heute Abend 3 einfache Sätze. Zum Beispiel: Ich lerne Deutsch. Ich habe heute viel gemacht. Morgen habe ich Zeit. 3 Sätze. Das ist machbar. Genau. Sprich sie laut, mehrmals ganz ruhig. Morgen früh machst du das Gleiche. Du wiederholst genau diese Sätze. Das ist einfach. Genau. Und genau deshalb funktioniert es. Und jetzt möchte ich dich noch etwas fragen. Was lernst du heute Abend? Gute Frage. Schreib es in die Kommentare. 1 oder 2 Sätze reichen völlig. So sehen wir, dass du wirklich mitmachst. Und du kannst auch von anderen lernen. Du siehst, wie sie sprechen und bekommst neue Ideen. Das motiviert. Genau. Lernen passiert nicht nur hier im Podcast, es passiert auch durch Tun und durch Austausch. Und wenn du noch mehr mit echten, einfachen Sätzen lernen willst, dann schau dir unbedingt unser Buch an. Dort findest du kurze Geschichten aus dem Alltag, mit echter Sprache, echten Dialogen und Situationen, die du wirklich brauchst. Genau wie im Podcast lernst du dort, wie Menschen wirklich sprechen. Nicht perfekt, sondern natürlich. Den Link findest du in den Kommentaren. Das passt perfekt zu dieser Methode. Genau. Du kannst Sätze aus den Geschichten nehmen und sie am Abend und am Morgen benutzen. Und so baust du dir Schritt für Schritt dein eigenes Deutsch auf. Das ist ein schönes System. Sehr gut. Dann danke ich dir, dass du heute dabei warst. Denk daran, du brauchst keine perfekten Bedingungen. Du brauchst nur kleine, klare Schritte. Dein Gehirn arbeitet für dich. Du musst es nur richtig unterstützen. Danke dir, Paul. Das war heute wirklich hilfreich. Sehr gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.